Hi, heute zeige ich dir, wie du an deinem Laufrad eine defekte Speiche austauschen kannst. Es gibt verschiedenste Defekte. Entweder du hast einen großen Stein mitgenommen und hast, wie in unserem Fall, eine Delle in der Speiche und auch Abschürfungen, oder die Speiche ist komplett weggebrochen oder der Nippel ist weggebrochen. Wenn da eine einzelne Speiche weggerissen ist, dann ist wichtig zu beachten, dass du im Idealfall auch die Speiche rechts und links daneben tauschst, denn diese sind nach dem Riss der einen Speiche stark beansprucht worden und sollten in dem Fall auch getauscht werden, bevor die im nächsten Trail auch wieder reißen. In unserem Fall ist die Speiche noch ganz, aber dennoch beschädigt und auch das Laufrad ist verzogen, denn durch die Beschädigung der Speiche stimmt die Spannung im gesamten Laufrad einfach nicht mehr. Deshalb sollte man sie dennoch tauschen. Wie ermittelst du die richtige Speichenlänge für dein Laufrad? Relativ einfach. Am besten baust du eine Speiche aus und misst sie mit einem Zollstock oder noch besser mit einer Speichenlehre. Bei J-Band-Speichen misst du die Speichenlänge jedoch nicht komplett, sondern ab dem Innenpunkt von der Biegung an der Speiche. Deshalb kann man das bei der Speichenlehre auch entsprechend so mit dem Speichenkopf einhängen und dann kann man am Ende des Gewindes die richtige Speichenlänge ablesen. Welches Werkzeug brauchen wir, um eine Speiche auszutauschen? Wir müssen den Nippel lösen, also brauchen wir auch entsprechend einen Nippelspanner, um die Spannung runterzudrehen. Dann wollen wir von hinten an den Nippel dran, um den komplett aus der Felge rauszunehmen. Dazu gibt es je nach Nippelbauform verschiedenste Werkzeuge, um von hinten an den Nippel ranzugehen. Im Normalfall ist das aber ein Schlitzschraubendreher. Beginnen wir damit, erstmal die defekte Speiche zu suchen. Das ist in dem Fall die hier. Dann nehme ich den Nippelspanner und löse die Spannung von dieser Speiche komplett. So, nun ist die Speiche spannungsfrei und wir können mit dem Schlitzschraubendreher hingehen und den Nippel komplett entfernen. So, nun ein bisschen wackeln, damit der Nippel rauskommt. Da ist er. Und dann kann man die Speiche schon vorsichtig in die Position fädeln, dass man sie aus dem Narbenflansch herausnehmen kann. Dazu kann man sie ruhig leicht biegen. Gerade die defekte Speiche wird ja sowieso ausgetauscht, aber bei der neuen wird das nachher auch nötig sein. So, dann nehmen wir die Speiche raus und ersetzen sie durch eine neue Speiche. Und dann auch wieder vorsichtig durchfädeln. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Kreuzung stimmt. In dem Fall ist es zweifach gekreuzt. Also einmal überlappt es diese Speiche hier und die zweite bzw. die letzte Überlappung immer geht dann unterhalb der anderen Speiche lang. Die Speiche in das Nippelloch einfädeln. Um den Nippel leichter einfädeln zu können, kann man ihn einfach mit der Rückseite auf eine andere Speiche setzen und kann dann einfach den Nippel in das Nippelloch einführen und auf die neue Speiche, die schon eingesetzt ist, übertragen. So, dann setzen wir wieder den Schraubendreher an, geben der Speiche schon mal ein bisschen Spannung. Mit dem Nippelspanner ziehen wir die Speiche dann nochmal so weit nach, dass sie sich nicht mehr so viel bewegt und ähnlich fest oder ein bisschen loser ist als die schon vorhandenen noch festen Speichen. Im Grunde war das auch schon alles, was den Austausch der einzelnen Speicher angeht. Jetzt geht es ans Zentrieren. Dazu haben wir schon ein detailliertes Video gemacht. Schau da am besten für die nächsten Schritte einfach rein. Falls du zu dem Austausch der Speiche noch Fragen haben solltest, schreib sie einfach in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!